Felix die Mutter, Turnen. Wir sind heute im Landesleistungszentrum in München des Bayerischen Turnverbandes. Heute stand für mich ein ganz normales Training auf dem Programm, ganz normaler Trainingstag. Nur 2,5 Stunden Training, da ich ja momentan in der Ausbildung bei der Bayerischen Polizei bin, deswegen nur einmal trainieren kann. Dementsprechend Beweglichkeit, Kraft und dann an die Geräte. Ein bisschen Einsatz, vielleicht ein bisschen mit mehr Energie, dann geht es besser nach oben. Ja, gerade am Reck ist es sehr, sehr wichtig, dass man die leichte Elastizität der Stange nutzt, um einen gewissen extra Schwung zu kriegen. Wenn man eine federnde Stange hat und sie bewegt sich in eine Richtung, kommt sie automatisch in die andere Richtung wieder zurück. Und wenn man den Schwung mitnehmen kann, gibt es einem ein bisschen extra Höhe, ein bisschen extra Schwung. Und man sollte halt möglichst versuchen, mit der Stange zu arbeiten und nicht gegen die Stange, weil dann hat man es schwer. Also vom Ganzen her. Aber vom Steigen vom Gegentraining war es gar nicht so schlecht. Warte mal. Ein bisschen mehr in der Hüfte, oder? Ja, ist halt ja, so schau, das ist schon, ja, aber das ist schon mal deutlich besser als, schau her. Also das sieht jetzt gut aus. Ende November, wo nochmal entschieden wurde, wer die Kaderplätze bekommt, da es bei uns im Turnen nicht möglich war, die Kaderplätze trotz Corona ein Jahr zu verlängern, musste sozusagen noch ein Entscheidungswettkampf geturnt werden, wer jetzt die Kaderplätze für dieses Jahr besetzt. Ich habe den Vorteil, dass ich diesen Sprung, den ich dann da auch gesprungen bin, mittlerweile seit 7 Jahren mache und den auf gut Deutsch im Schlaf auch kann. Am Boden hat es dann wiederum leider nicht so gut funktioniert. Aber dass es am Sprung geklappt hat, freut mich. Ich habe Pferd, Ringe und Reck gute Leistungen gezeigt, für mich auch persönlich. Mein Trainer war auch ziemlich zufrieden. Am Barren ist mir ein Leichtsinnsfehler unterlaufen. Da habe ich ein neues Teil in der Übung gehabt, was ich bisher erst einmal im Wettkampf gezeigt hatte. Da ist mir ein Fehler unterlaufen, da musste ich dann leider einen Zwischenschwung in Kauf nehmen. Aber ansonsten bin ich eigentlich zufrieden gewesen. Wieso? Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin 2019 nur einmal am Pferd abgestiegen. Nee, zweimal. Sorry, ich muss zurücknehmen. Der Kader, für den ich mich jetzt qualifiziert habe, ist bei uns der sogenannte Olympiakader. Also das sind praktisch die 11 Leute, mit denen unser Cheftrainer Valery Bedenki jetzt den Weg Richtung Olympische Spiele gehen möchte. Das ist allerdings noch natürlich keine Direktnominierung, sondern die gibt es erst nach den Qualis für die Olympischen Spiele, die dann jeweils im April und im Mai, glaube ich, sind. Allerdings ist es natürlich sehr, sehr gut, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich jetzt halt gerade vor den Olympischen Spielen nochmal auf internationalem Niveau zu zeigen und mir selber auch bewiesen zu haben, dass ich zu den 11 Besten in Deutschland gehöre und mir so auch eine Chance auf die Spiele wahren konnte. Das wäre für mich natürlich ein Lebenstraum, den ich mir erfülle. Einfach, ich hoffe so sehr, dass ich dabei bin, dass ich es schaffe. Wäre ein Wahnsinnserlebnis und für mich eine Belohnung nach den Jahren harter Arbeit.